Im letzten Jahr haben wir Interessentinnen und Bestandskundinnen gefragt, was für sie bei der Arbeit mit Dokumenten am wichtigsten ist. Für uns war dabei nicht von Relevanz, womit sie aktuell arbeiten. Ist es das Dateisystem? Gibt es noch Informationen auf Papier? Arbeiten sie bereits mit D3 oder Expand oder unseren Cloud-Lösungen? Für uns war wichtig, dass sie bei der täglichen Arbeit mit Dokumenten und Informationen zu tun haben. Die Antworten haben wir geclustert, ausgewertet, dass aber auf dem Whiteboard am Ende die 5 Begriffe standen. Einfachheit, Transparenz, Geschwindigkeit, Ordnung und Struktur sowie Übersichtlichkeit hat uns irgendwie nicht so richtig überrascht. Vielleicht geht es Ihnen da genauso. Die Begriffe scheinen doch irgendwie offensichtlich. Bei den Befragungen haben wir aber auch gesehen, was die Anwenderinnen täglich erleben. Sie haben viele verschiedene Anwendungen. Das CRM-System, das ERP-System, die Dateiablage, Papierordner werden gefüllt und am Ende gibt es natürlich noch den E-Mail-Client. So gut es auch ist, dass ich für jeden Anwendungsfall ein passendes Programm habe, sorgt es doch für neue Herausforderungen, zum Beispiel für Medienbrüche. Damit ich einen Überblick über einen gesamten Vorgang bekomme, muss ich schon überall schauen. Ich muss den Ordner holen, im Dateisystem schauen oder in meinem DMS sehen, welche Informationen dort zur Verfügung stehen. Weiterhin kann es auch sein, dass ein Kollege ein Dokument per E-Mail zugestellt bekommt. Was mache ich aber jetzt, wenn er im wohlverdienten Urlaub weilt? Was ist mit meinen Dokumenten von letzter Woche, die ich im Outlook habe? Woher soll ich wissen, ob das die aktuellste Version ist? Vielleicht gibt es mittlerweile schon im DMS oder Dateisystem eine aktuellere Version. Damit ich auch sicher bin, dass die Informationen überall und von jedem gefunden werden können, lege ich vielleicht doch auch manchmal lieber noch eine Kopie der Kopie als Ausdruck in die Dateiablage. Die manuelle Ablage ist zudem fehleranfällig. Einmal den falschen Unterordner, das falsche Register ausgewählt und niemand findet das Dokument wieder. Eine zentrale und gute integrierte Ablage sorgt für Transparenz und hilft bei der täglichen Arbeit. Wie Develop Microsoft 365 und Dynamics 365 zusammenbringt, warum diese beiden Welten überhaupt zusammengehören und am Ende natürlich das Allerwichtigste, wie es Ihnen und Ihren Anwenderinnen bei der täglichen Arbeit hilft, das zeige ich Ihnen in den nächsten Minuten. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Kunden verwalten, Angebote erstellen, Aufträge erfassen. Das alles sind klassische Arbeiten, die ich in der Business Cloud Dynamics 365 von Microsoft ausführe. Dynamics 365 enthält die ERP-Systeme Finance sowie Business Central und das CRM-System Sales. Die ganze Plattform kann erweitert werden durch die Power Platform von Microsoft. So kann ich Workflows mit Power Automate oder ein Berichtswesen mit Power BI etablieren. Zusätzlich am Markt zu erhaltene Branchenlösungen runden das ganze Paket ab. Und nicht zuletzt wird eben dieses Gesamtpaket von den Analysten von Gartner und Forrester im Bereich der Marktführerschaft einsortiert. Bei den genannten Anwendungsfällen fallen natürlich auch immer Belege an. Es ist die erstellte Auftragsbestätigung, den Angebotsbeleg, den ich rausschicke, die Rückfrage per E-Mail zu einem Angebot, das ich ablegen möchte und natürlich auch die Eingangsrechnung, wenn ich eine Bestellung ausgelöst habe und die Ware angekommen ist. Hier kommt Microsoft 365 ins Spiel. Microsoft 365 beinhaltet SharePoint. SharePoint ist seit jeher das Tool zur Ablage und Verwaltung von Dokumenten und das eben gemeinsam im Team. In SharePoint abgelegte Dokumente können durch Eigenschaften ergänzt werden. Nach diesen Eigenschaften kann ich wiederum suchen, filtern, gruppieren, sortieren. In SharePoint abgelegte Dokumente werden auch automatisch versioniert. Arbeite ich also in einem Team an einem Dokument, kann jeder auf die zuvor erstellte Version zurückgreifen und das immer mit dem aktuellen Dokument vergleichen. Das ist wesentlich einfacher, als das Dokument per E-Mail zu verteilen. Der Dateiweitwurf sorgt am Ende wieder für die Frage, Mensch,
wo war das aktuelle Dokument. In SharePoint ganz einfach, ich teile das Dokument mit internen und externen Personen und alle kennen nur diese eine Wahrheit. Der Vorteil bei der Nutzung von SharePoint liegt dabei auf der Hand. Es reduziert Silos, macht die Arbeit einfacher, sorgt dafür, dass Aufgaben einfacher und sogar automatisiert im Hintergrund ablaufen können. Letztendlich spart das Zeit und Kosten. Zudem bringt Microsoft 365 Grundlagen für die revisionssichere Archivierung. Das heißt, eingehende Belege, die als Papier zu Ihnen kommen und digitalisiert werden, können am Ende vernichtet werden. Dass es funktioniert und wie es funktioniert, zeigt unser Kunde Kampfil hier auf dem Develop Forum in einem eigenen Vortrag. Vielleicht nutzen Sie auch schon den SharePoint oder haben SharePoint zumindest lizenziert. Denn die klassischen Applikationen wie Word, Excel, Outlook, PowerPoint werden von vielen Unternehmen mittlerweile mit einer Microsoft Cloud Lizenz lizenziert. Das bedeutet, SharePoint ist gegebenenfalls schon beinhaltet. Eine Studie der Bitkom hat ergeben, dass 92% der befragten Unternehmen sich eine höhere Datenintegration eines ECM-Systems wünschen. Sogar 100% der Befragten sagten, dass die Integration eines ECM-Systems in führende Applikationen ein sehr wichtiges Kriterium bei der Auswahl ist. Unsere Anwender haben das in unseren Umfragen bestätigt. Das heißt, sie haben uns gesagt, wie sehr und häufig sie in den führenden Applikationen arbeiten, wie lange sie dort Zeit verbringen und dass sie dort eigentlich bleiben möchten und nicht zwischen verschiedenen Anwendungen hin und her springen möchten. Den ersten Teil haben wir damit ja schon mal geschafft für heute. Wir wissen, warum Dynamics 365 und Microsoft 365 zusammengehören. Wie das genau aussehen kann, ohne dass ein weiterer Datensilo entsteht, sehen wir hier. Mit Develop Connect verbinden wir Dynamics 365 und Microsoft 365. Alle Belege, die in Business Central, Sales oder Finance erstellt werden, werden automatisch an Microsoft 365 und SharePoint überführt. Wichtig dabei ist auch, dass wir uns in Outlook integrieren. Von unseren Anwendern haben wir eben nochmal bestätigt bekommen, wie wichtig die Integration in Outlook ist und dass sie den Großteil ihrer täglichen Arbeitszeit nicht nur in den führenden Anwendungen verbringen, sondern darüber hinaus in Outlook. Über die Integration in Outlook können Sie eingehende E-Mails direkt Akten zuordnen oder aus bestehenden Akten Informationen der E-Mail anhängen. Mit unseren Strukturen und Akten schaffen wir innerhalb von SharePoint einen Überblick, sodass ich mich nicht durch verschiedene Listen und Bibliotheken bewegen muss, sondern eine logische Aktenstruktur erhalte, die meinen Geschäftsobjekten entsprechen, mit denen ich täglich arbeite, mit den Kunden- und Lieferantenakten. Das ist somit sehr intuitiv. Dann haben wir auch schon den letzten Teil geschafft oder den zweiten Teil. Sie wissen, wie Develop mit den Komponenten Develop Connect sowie Develop Documents die beiden Welten zusammenbringt. Ein bisschen konkreter wollen wir dann aber schon noch werden. Und das zeige ich Ihnen an verschiedenen Beispielen. Beginnen möchten wir mit dem Angebotsprozess. Der Angebotsprozess ist eben Teil meiner Kundenseite, die ich Ihnen heute zeigen möchte, und das auf Basis von Microsoft Dynamics Sales. Sales kannten wir in der On-Premises-Welt noch als Microsoft CRM. Angebote erstellen, Opportunities verwalten oder auch Ansprechpartner zu Kunden hinterlegen. Das alles sind ganz normale Anwendungsfälle für Dynamics CRM. Ich öffne nun in Dynamics das Dashboard für meine Verkaufschancen. Nachdem ich mir eine bestehende Verkaufschance ausgesucht habe, sehe ich auch direkt die Integration von Develop Documents von Microsoft 365 in die Anwendungsoberfläche. Wir sind hier im Kontext eines Kunden und dementsprechend sehen wir natürlich die Kundenstruktur von Mason und Tyler. Die Ansicht hier besteht aus 3 Teilen. Im linken Bereich haben wir die Struktur, im mittleren Bereich haben wir Eigenschaften und im rechten Bereich sehen wir die Inhalte der Akte oder eine Vorschau.
Im linken Bereich sehen wir, dass neben den Opportunities auch die Sales Orders in der Aktenstruktur vorhanden sind. Ich wähle mir jetzt eine Sales Order aus der Struktur und schaue mir ein Dokument genauer an. Durch Klick auf das Dokument erhalte ich im mittleren Bereich die Eigenschaften und im rechten Bereich eine Vorschau des Beleges. Ich kann hier natürlich auch noch in das Dokument zoomen, kann nach links und rechts drehen, sodass ich das Dokument auf jeden Fall finden kann. Eigentlich habe ich aber den Kunden geöffnet, um ein neues Angebot zu erstellen, und genau das möchte ich hier an der Stelle jetzt auch machen. Ich öffne die Angebotsmaske und biete unserem Kunden Lautsprecher an. Dazu füge ich das neue Produkt hinzu und ergänze mein Produkt, das ich anbieten möchte, zusätzlich mit weiteren Informationen wie zum Beispiel der Menge oder auch dem Verkaufspreis, und das soll es für diesen Teilschritt dann auch gewesen sein. Ich speichere diesen Datensatz ab und möchte als nächstes das Dokument exportieren. Ich exportiere es als PDF direkt in Dynamics. Mit dieser Funktion wird das Angebot automatisch im Hintergrund nach Microsoft 365 exportiert und ist damit natürlich auch direkt in der Kundenakte verfügbar. Ich schließe hier einmal die Angebotsansicht und kehre in unsere Kundenakte zurück. Dort sehen wir, wie gehabt, die Verkaufschancen, und meine Verkaufschance enthält natürlich den soeben bestellten Angebotsbeleg. Die Aktenansicht kann nicht nur integriert in Dynamics angezeigt werden, sondern auch als eigenständige Website. Das ist besonders interessant für Anwenderinnen, die keine Dynamics-Lizenz haben und losgelöst mit der Kundenakte arbeiten möchten. Im Idealfall ist es jetzt natürlich so, der Kunde hat das Angebot erhalten und er bestellt, hat keine weiteren Rückfragen. In meinem Fall gibt es aber doch von Kundenseite noch eine kleine Ergänzung. Ich wechsle zu Outlook, denn auch dort integriert sich Develop Documents von Microsoft 365. Ich kann hier eingehende Informationen direkt den Aktenstrukturen zuordnen oder bestehende Informationen neuen E-Mails anhängen. Hier sehen wir die E-Mail, die ich von meinem Kunden bekommen habe. Die Aktenstruktur integrieren wir hier auf der rechten Seite. Ich kann sie einfach ausklappen und so in die Ansicht einsteigen. Wir sehen hier die Mandantenstruktur, gefolgt von Kunden, und ich kann natürlich durchbrowsen. Was ein bisschen schneller geht, ist, wenn ich in dieser Struktur filtere. Wir sehen hier wiederum unseren Kunden Mason und Tyler. Ich sehe auch, er ist als Favorit eingestuft und erkenne ihn eben auch als Schnellzugriff in den Favoriten. Da ich auch heute Morgen schon einmal mit Mason und Tyler gearbeitet habe, ist auch unsere Opportunity direkt im Verlauf für heute. Wichtige Eigenschaften werden direkt aus dem Kontext der E-Mail erkannt. Über automatische Suchvorlagen scannen wir den Betreff, den Textkörper oder weitere Teile der E-Mail nach bestimmten Mustern. Hier wurde die Angebotsnummer erkannt und ich springe in die Suchvorlage schnell zu meiner Opportunity. Aus dem Kontext der E-Mail werden, nachdem ich die E-Mail jetzt rübergeschoben habe in die Korrespondenz, wichtige Eigenschaften aus der E-Mail extrahiert, und zusätzlich habe ich an einigen Stellen noch Informationen vererbt aus der Aktenstruktur. Ich speichere das Dokument bzw. die E-Mail also ab, ohne dass ich weitere Informationen ergänzen möchte. Möchte ich jetzt meinem Kunden hierauf nochmal antworten und zum Beispiel ein Angebot wieder anhängen, kann ich hier einfach das Angebot, das wir vorhin erstellt haben, aus der Struktur auswählen, ziehe es per Drag and Drop rüber und kann es an meinen Kunden senden. Vor einigen Wochen sagte mir ein Kunde, dass er Fan der Outlook-Integration ist. Für uns ist das eine super Bestätigung und besser könnte es nicht sein. Sowohl für unsere Produkte als auch einfach für die Tatsache, dass die Integration auch an dieser Stelle enorm wichtig und auch hilfreich ist. Jetzt ist auch endlich unsere Bestellung da. Wir konnten alles klären, der Kunde hat die Bestellung bei uns durchgeführt und der nächste Schritt ist natürlich, den Auftrag zu bestätigen. Was wir jetzt hier machen, ist das Erstellen der Auftragsbestätigung in Dynamics Finance.
Finance kannten wir in der On-Premises-Welt als Dynamics AX. In Finance öffne ich das Dashboard und springe wiederum zunächst mal zu unserem Kunden Mason & Tyler. Den kennen wir ja noch aus der Demo von gerade in Sales. Ebenso wie in Sales integriert sich Develop Documents von Microsoft 365 auch hier in die Anwendungsoberfläche. Auf Ebene des Kunden sehen wir natürlich die Kundenakte und ich kann hier unsere vorhin in Sales erstellte Opportunity sehen und das passende Angebot dazu. Die Struktur ist jetzt hier in unserem Fall in beiden Anwendungen identisch. Es ist jedoch auch möglich, verschiedene Strukturen aufzubauen, die spezielle Anwendungsfälle widerspiegeln. Die Anpassbarkeit sorgt dafür für Übersichtlichkeit in den Anwendungen. Ja, am Ende, wie gesagt, hat unser Kunde jetzt bestellt und ich erstelle die Auftragsbestätigung. Dazu erstelle ich den neuen Auftrag und ergänze natürlich die Position für die bestellten Lautsprecher. Sobald ich hier den Artikel ausgewählt habe, kann ich den Beleg auch am Ende schon speichern. Mehr muss ich an dieser Stelle nicht machen. Alles ausgefüllt und gespeichert. Wie zuvor in Sales wird dieser Beleg beim PDF-Export direkt zu Microsoft 365 exportiert. Nachdem die Auftragsbestätigung abgelegt wurde, steht sie mir natürlich in der Kundenakte zur Verfügung. Öffne ich also hier meine Aktenstruktur, wird sie direkt im Kontext des Auftrags geöffnet und ich erkenne direkt das neu erstellte Auftragsdokument und der Beleg wird mir in der Vorschau angezeigt. In der Struktur auf der linken Seite sehe ich, dass noch weitere Unterstruktur vorhanden ist. Und mit der integrierten Vorlagenverwaltung kann ich nun schnell und einfach ein Anschreiben erstellen. Dabei werden wichtige Eigenschaften an das Dokument übergeben. Hier stelle ich das Dokument und es wird abgelegt und wir erkennen, dass zum Beispiel der Kunde als Empfänger automatisch übernommen wurde. Ich speichere jetzt das Anschreiben und könnte es zusammen mit der Auftragsbestätigung über die Outlook-Integration wiederum per E-Mail an den Kunden versenden. Wir haben uns jetzt die Kundenseite angeschaut. Die Kundenseite haben wir in Finance abgebildet. Jetzt springen wir zur Lieferantenseite. Wir haben uns in unseren Demos dazu entschlossen, die Lieferantenseite in Business Central zu zeigen. Sie könnten das natürlich auch austauschen oder jeweils einen durchgängigen Geschäftsprozess und die Integration in einem der beiden ERP-Systeme einrichten. Denn es ist wohl so, die wenigsten Unternehmen haben natürlich beide ERP-Systeme im Einsatz. In der Demo von Business Central zeigen wir Ihnen nicht nur die Belegablage, sondern zeigen Ihnen auch, wie die Eingangsrechnungsverarbeitung mit Develop Invoices von Microsoft 365 vonstatten geht. Der Rechnungsbeleg wurde dabei schon zuvor digitalisiert. Mit den Develop-Erfassungskomponenten wurden in dem Papierstapel die Seiten automatisch getrennt, über künstliche Intelligenz die Kopf- und Belegdaten heraus extrahiert und ein Eingangsrechnungsdatensatz an Business Central übergeben. Diesen Vorgang hat mein Kollege Stefan Osterkamp in seinem gestrigen Vortrag gezeigt, genau wie ein Überblick der kompletten Develop von Microsoft 365 Produktfamilie. Als Eingangskanäle für digitale Formate stehen zum Beispiel X-Rechnungen zur Verfügung und es ist auch möglich, einfach PDF-Belege an ein Postfach zu senden und von dort aus bearbeiten zu lassen. Springen wir nun also zu Business Central. In der On-Premises-Welt kannten wir Business Central als Navision. Das wird sicherlich vielen von Ihnen ein Begriff sein. Nun schauen wir uns aber die Lieferantenseite an. Im Einkaufsbereich öffne ich nun meine Bestellübersicht und wähle eine zuvor erstellte Bestellung aus. Ich habe hier beim Hamburger Möbelgroßhandel neue Stühle bestellt und öffne die Bestellung. In der Bestellmaske sehen wir auf der linken Seite die Kopf- und Positionsdaten. Im rechten Bereich integriert sich unsere neue Strukturansicht.
Dieses optimiert für die Darstellung der Struktur direkt innerhalb der Anwendung. Im Gegensatz zur Überblendung als Fenster, so wie wir es in den anderen Beispielen gesehen haben, bekomme ich hier alles auf einen Blick. Die Informationen der Anwendung sowie unsere Aktenstruktur. Die Struktur muss dabei am Ende aber nur einmalig entworfen werden. Meine Bestellung hatte ich bereits als PDF zum SharePoint exportiert und sie ist damit in der Akte verfügbar. Hier sehen wir die Vorschau des Bestellbeleges in der Struktur. In der Struktur haben Sie vielleicht vorhin auch schon gesehen, dass eine Eingangsrechnung eingetroffen ist. In der Rechnungsakte sehen wir, dass eine weitere Unterstruktur existiert. Ich gehe jetzt hier zunächst mal in den Rechnungsbeleg und schaue mir, wie gerade die Bestellung, den Rechnungsbeleg als Vorschau in Business Central an. Die Vorschau reicht mir in den meisten Fällen auch tatsächlich aus. Benötige ich aber eine vollständige Ansicht, so kann ich Develop Documents von Microsoft 365 in einem zusätzlichen Browser-Tab öffnen. Das entspricht der Darstellung, die wir vorhin integriert in Sales und Finance gesehen haben. Sie erinnern sich, dass ich dort auch bereits erwähnt habe, dass eine Ansicht der Akten als eigenständige Web-Applikation möglich ist. Und genau das sehen wir jetzt hier an dieser Stelle. Ich schließe jetzt das Fenster und kehre zurück zu Business Central. Neben der eigentlichen Eingangsrechnung sind noch weitere Informationen geliefert worden. Diese kann ich zum Beispiel in den Rechnungsanhängen finden. Was wir gerade auch gesehen haben, ist das Workflow-Protokoll. Das war noch leer. Das war noch leer, weil der Prozess noch nicht durchgelaufen ist. Am Beispiel von Develop Invoices von Microsoft 365 zeigen wir Ihnen jetzt die Eingangsrechnungsfreigabe. Ich öffne Develop Invoices von Microsoft 365 und sehe hier zunächst eine Übersicht meiner Aufgaben. Ich habe noch eine Menge vor mir und filtere deshalb zunächst auf die Schritte der Vorkontierung. Ich wähle mir hier die Rechnung des Hamburger Möbelgroßhandels aus. In der zweigeteilten Ansicht, die hier sehen, kann ich die Kopf- und Positionsdaten einsehen, im linken Bereich, sowie die Vorstellerrechnung im rechten Bereich. Und genau diese Rechnung haben wir auch gerade schon in Business Central gesehen. Der Aufbau der Maske ist in allen Workflow-Schritten identisch. In der Historie kann ich sehen, dass die Rechnungsdaten bereits an BC übergeben worden sind. Dadurch konnte ein Bezug zu meiner Bestellung hergestellt werden. In den Positionsdaten kann ich diesen Bestellbezug jetzt nachvollziehen. Ich kann sehen, welche Bestellposition, welcher Rechnungsposition zugeordnet ist. Ich sehe das hier, ich vergleiche die beiden Werte. Es passt alles übereinander. Ich kann das auch direkt für die zweite Position prüfen und schließe an dieser Stelle die Ansicht wieder. Wurde der Bestellbezug einmal nicht automatisch hergestellt, kann ich diesen auch manuell erstellen. Ich sehe hier in der Rechnung, dass bereits alle Informationen aus dem eingelesenen Rechnungsbeleg auch in meiner Bestellung vorhanden sind. Passt also alles und auch diese Ansicht kann ich wieder schließen. Kontierungsvorlagen können mir zudem dabei helfen, ständig wiederkehrende Positionen einzufügen. Das ist zum Beispiel bei einer Telekommunikationsrechnung hilfreich, die ich immer auf die gleiche Weise verbuchen möchte. Wenn ich mir die Position hier anschaue, sehe ich schon die Markierung beim sachlichen Prüfer. Ich kann den Prozess auch nicht weitergeben. Ich füge den sachlichen Prüfer hier an dieser Stelle ein, trage meinen Kollegen Kai ein, der sich dann um die sachliche Prüfung der Rechnung kümmern wird. Wir sehen auch hier, nachdem ich das gemacht habe, ist der Prozess freigeschaltet. Ich kann ihn weitergeben. Der Prüf- und Freigabeprozess der Eingangsrechnung ist dabei individuell anpassbar. Die Schritte Verteilung, Prüfung und Freigabe können dabei konfiguriert werden. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Freigaberegeln zu integrieren. Diese Freigaberegeln sorgen dafür, dass Sie zum Beispiel eine Rechnung ab einem bestimmten Betrag immer an eine bestimmte Person geben. Das Vier-Augen-Prinzip sorgt dafür, dass Sie nicht die gleiche Person als sachlichen Prüfer und Freigeber hinterlegen können. Sollte es in irgendeinem Prozessschritt mal haken, sorgt die automatische Eskalation dafür, dass weitere Personen involviert werden, sodass der Prozess dann auch schnell weitergeht. Diese einfach zu konfigurierenden Optionen
sorgen dafür, dass der Rechnungsablauf so gestaltet werden kann, wie es zu Ihren Prozessen passt. Die Informationen zu den eingehenden Rechnungen werden über einen Connector automatisch an Business Central übergeben. Das sorgt nicht nur für den Bestellbezug, sondern füllt auch automatisch ein Rechnungseingangsbuch. Dieses Rechnungseingangsbuch öffne ich jetzt hier in Business Central. Ich erhalte die Auflistung der übertragenen Rechnungsinformationen. Wähle ich jetzt hier einen Datensatz aus, kann ich neben den erkannten Kopf- und Positionsdaten auch den Status des Workflows einsehen. Die Daten wurden während des Scan bei der Klassifizierung extrahiert und über die Verbindung an Business Central übergeben. Als Buchhalter behalte ich also den Überblick über die Rechnung und darf dabei in meiner Anwendung bleiben. Develop bringt zusammen, was zusammengehört. Nutzen Sie SharePoint als Ablage für alle Belege, die in Dynamics anfallen. Strukturieren Sie die Ablage mit der Aktenstruktur und schaffen Sie damit eine Übersicht in den führenden Applikationen. All das mit den Develop-Anwendungen für Dynamics 365 und Microsoft 365. Am Ende erhalten Ihre Anwenderinnen so, was sie bei der täglichen Arbeit benötigen. Einfachheit, Transparenz, Geschwindigkeit, Ordnung und Struktur sowie Übersichtlichkeit. Und damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß beim Develop Forum 2021.